Während die Nacht fortschritt, wurde Daniels friedlicher Schlaf von leisen Geräuschen unterbrochen, die seine Ohren erreichten. Halb schlafend wischte er sie als die üblichen Geräusche des Winters ab. Aber die Natur hatte andere Pläne, und bald verspürte er den Drang, die Toilette zu benutzen. Benommen stand er aus dem Bett auf, zog seinen Mantel an und wagte sich in die eisige Nacht. Als er sich der Tür näherte, bereit, sich hindurchzugraben, erstarrte er in seinen Bewegungen. Ein großes Tier lag regungslos am Eingang, nur wenige Meter von ihm entfernt. Angst ergriff sein Herz, und er trat einen Schritt zurück. Das Geschöpf, ein prächtiger Tiger, hob seinen Kopf und starrte Daniel mit neugierigen Augen an. Der Hals des Tigers trug eine schreckliche Wunde, eine hässliche Erinnerung an die Grausamkeit, zu der Menschen fähig waren. Es war eine Metallschlaufe, eine Falle, gestellt von herzlosen Wilderern, die den schönen Tiger nur als Handelsware betrachteten. Mitfühlend überwand die Angst, und Daniel wusste, dass er helfen musste. Gelassen näherte er sich dem verwundeten Tiger, der überraschenderweise keine Aggression zeigte, sondern eher ein Gefühl des Verständnisses. Es war, als ob das Geschöpf spürte, dass Daniel ihm nichts Böses wollte. Mit ruhigen Händen befreite der Sanitäter den Tiger vorsichtig aus der grausamen Falle. Das Tier gab ein leises Knurren von sich, als ob es ihm dankte, und blieb dann ruhig, während Daniel die Wunde so gut wie möglich reinigte und behandelte. In den nächsten Tagen kümmerte sich Daniel aufmerksam um die Wunde des Tigers, fütterte ihn und sorgte dafür, dass er genug Wasser zu trinken hatte. Der Tiger schien dem gutherzigen Menschen zu vertrauen, und eine Verbindung entstand zwischen ihnen. Mit der Zeit kehrte die Stärke des Tigers zurück, und seine Wunde begann zu heilen. Eines Morgens wachte Daniel auf und fand den Tiger verschwunden. Er verspürte einen Stich der Traurigkeit, aber wusste, dass die Wildnis der rechtmäßige Ort für ein so prächtiges Tier war. Eine Woche verging, und Daniel war unsicher, ob er den Tiger jemals wiedersehen würde. Er hatte sich fast überzeugt, dass es nur ein wunderschöner Traum war, geboren aus Erschöpfung und den Mysterien der Winternacht. Aber dann, an einem Morgen, als er nach draußen trat, um seinen Tag zu beginnen, fand er eine bemerkenswerte Überraschung. Auf seiner Türschwelle lag ein großes, frisch getötetes Reh. Es war eine unverkennbare Geste des Dankes von Seiten des Tigers. Tränen stiegen Daniel in die Augen, als er erkannte, dass seine Freundlichkeit das Herz eines wilden Geschöpfs berührt hatte. In den folgenden Tagen kehrte der Tiger gelegentlich zurück und hinterließ Geschenke seiner erfolgreichen Jagden auf Daniels Türschwelle. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.